BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total und einer ganz besonderen Ausgabe von Die Sparda Bank bewegt. Gleich an dieser Stelle ein Dankeschön an die Sparda Bank West, die uns dieses schöne Format ermöglicht. Ja, ich stehe hier am Eingang in Dortmund-Marten am Wischlinger Weg, am Eingang eines Stadions, in dem der SV Arminia Marten zu Hause ist. Und warum wir hier sind und wer gleich an meiner Seite in diesem schönen Bulli sitzt, das wollen wir gleich erfahren. Wir müssen uns auf den Weg machen, denn unser Gast, der wartet schon. Josef! Roman. Na, freut mich. Sei gegrüßt. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier mit uns beim SV Arminia Marten zu sein. Wir beide wissen ja, warum wir diese Örtlichkeit, oder wir müssen den Zuschauern das erzählen. Kannst du dich noch erinnern? Genau, ich kann mich daran auch sehr gut erinnern. Also wir hatten ja damals Probleme mit unserem Trainingsplatz, gerade in der Winterzeit. Oftmals stand er unter Wasser oder war gefroren. Und dann sind wir immer dann hier raus nach Marten gefahren und durften dann hier trainieren. Und es war natürlich auch mit einem riesen Aufwand verbunden, immer die Fahrerei im Bus und gefroren. Und danach gab es natürlich auch keine frischen T-Shirts und trockenen Sachen und so weiter, sondern im Prinzip immer wieder nass zurück in den Bus rein und dann ab ins alte Trainingsgelände zum Rabenloh. Und jetzt stehen wir bei typisch schönem Sparda Bank-Wetter hier wieder auf dieser Bezirkssportanlage und wollen heute so ein bisschen deine Karriere beim BVB, 16 Jahre, nochmal so abspulen. Einige Erinnerungen, in denen wir schwelgen wollen. Genau. 2002 bist du gekommen. Genau. Ich erinnere mich, Michael Zorg sagte mir, ich möchte gerne den Weidenfeller holen. Da habe ich gesagt, absolute Granate. Du hattest ein Riesenspiel für Kaiserslautern, glaube ich, international gemacht. Genau, gegen Eindhoven zu Hause im Viertelfinale um Europapokal. Und ja, wir haben zu Hause 1 gewonnen. Das war dann auch der Grundstein, dass wir dann ins Halbfinale reingekommen sind. Dann leider gescheitert, aber es war trotzdem eine ganz tolle Geschichte. Das Spiel habe ich noch in Erinnerung, unbezwingbar. Und dann kommst du zum BVB. Mit der entsprechenden Einstellung. Also ich habe dich noch in Erinnerung. Ein forscher junger Mann, einer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen, der aus der Gary-Ehrmann-Schule kam. Welche Erinnerungen hast du noch an die allerersten Wochen und Monate hier bei uns? Ja, du hast mich eigentlich genau treffend beschrieben. Ich hatte direkt schon eine breite Brust gehabt, obwohl ich eigentlich noch gar nichts erlebt habe. Nein, ich habe auch immer mein Herz auf der Zunge getragen. Das war natürlich auch nicht immer ganz so glücklich, aber hat mich auch irgendwo ausgezeichnet. Und die ersten Erinnerungen war eigentlich die, dass ich in die Kabine reinkam im Rabenloh. Und ich erstmal mich auch mal umschauen musste, was überhaupt los war, denn eigentlich standen vor mir nur Spitzenfußballer und wirklich auch langjährige Fußballer, Nationalmannschaftskarrieren und so weiter. Und ich zog damals dann den Overall an, der mir in den Spind reingehangen wurde. Und unser damaliger Torwart Jens Lehmann sagte zu mir, also Roman, ganz nett, aber es ist mein Overall, zieh den doch bitte aus, denn ja, du trägst deine Sachen, ich meine. Ich erinnere mich noch. Aber dann ging Jens Lehmann ein Jahr später. Matthias Sammer war Trainer, stellte dich ins Tor. Und trotzdem, eines Tages war da ein Franzose, den wir nicht kannten. Guillaume Warmus. Genau. Was war da passiert? Ja, als junger Torwart ist man natürlich auch nicht ganz so konstant, wie es eigentlich sein sollte. Das Thema war in der Saison auch, dass ich eigentlich hinter einer sehr erfahrenen Abwehr auch aufgebaut werden sollte. Und wir hatten damals unglaubliches Verletzungspech. Es waren sehr viele Spieler, die damals Kreuzbandrisse auf sich zugezogen hatten. Und hinterher war es dann so, dass ich der Erfahrene in der Abwehr war und hatte eigentlich nur Jungspunde um mich herum. Ja. Dann 2004 ging Matthias Sammer, Bert van Marwijk kam. Und bei dem Holländer, dem Hochgeschätzten, warst du zunächst auch nicht allererste Wahl.
Ja, aber ziemlich zeitnah. Also ich habe mich eigentlich sehr gut auch mit dem Bert und auch mit seinem Trainerkollegen Cookie verstanden. Cookie, ja. Und Bert war dann hinterher schon auch sehr gewillt, mich sehr schnell auch ins Tor reinzustellen. Und das war, glaube ich, auch dann der Anfang von einer tollen Karriere, oder? Das ist schon am 9. Spieltag der ersten Bert-Saison gewesen. Also das ging dann doch relativ zügig. Und dann warst du die Nummer 1. Das war eindeutig, klar erklärt. Die Leistung stimmte, Roman war die Nummer 1. Ja, Roman, und wie es dann mit dir und dem BVB weiterging, das besprechen wir jetzt in dem schönen Sparda-Fanbully, mit dem wir uns zu unserer nächsten Station begeben. Auf geht's. Klasse, komm, wir gehen gemeinsam hin. Ja, Roman, du warst dann die klare und unumstrittene Nummer 1 beim BVB. Und in der Folge, und daran erinnere ich mich sehr gut, zweimal hintereinander Torwart des Jahres, bester Torwart der Bundesliga, immerhin beim Sportfachmagazin Kicker. Wenn du jetzt mal versuchst, den Zwischenraum von der Ankunft in Dortmund bis zu diesem Punkt, da hatte sich schon in deiner Persönlichkeit ein bisschen was geändert. Ja, ich habe mich natürlich entwickelt. Das gehört ja auch dazu, weil ich glaube, man muss sich ja auch dann dementsprechend auch anpassen. Man muss weiter dann auch an seinem Talent feilen. Das heißt, das Talent steht natürlich immer unterhalb der Arbeit. Das heißt also, Ehrgeiz und Engagement sollte immer noch mehr vorhanden sein wie das eigentliche Talent. Und die Mentalität schlägt ja auch das Talent. Aus dem Grund war es mir auch wichtig, immer dran zu bleiben und auch immer wieder auch darauf zu hoffen, dass irgendwann wirklich dann auch der Startschuss kommt, wo man dann irgendwo auch unumstritten ist, wo einem der Trainer das vollste Vertrauen auch schenkt. Denn gerade das ist für Torwart unheimlich wichtig. Ja. Dann kam die Zeit, deine Leistungen waren konstant, wurden sogar immer besser. Und beim BVB, bei deinem BVB, bei unserem BVB wurden die Zeiten immer schwerer. Die wirtschaftlichen großen Probleme, die wir hatten. Diese Diskrepanz, wie hast du die als Torwart erlebt? Wie hast du die auch vor allen Dingen verkraftet? Ja, es war schon schwierig in dem Moment, gerade speziell auch für die Fans, denn die haben unglaublich gelitten und wir als Spieler haben natürlich auch versucht, da den Fans auch ein klein wenig was zurückzugeben, dass wir wenigstens dann auch die Spiele auch positiv gestalten, und es war keine einfache Zeit für komplett Borussia Dortmund und für die ganze Familie, und wir haben es aber hinterher bestens gemeistert, und wir hatten auch nur eine Chance dann auch, dass wir wirklich alle gemeinsam eine Einheit bilden und alle zusammenhalten. Und das hat dann hinterher dann auch den Ausschlag gegeben, dass wir dann aus dieser Krise auch wieder rauskamen und dann bedeutend gestärkter herauskamen und dann letzten Endes dann wirklich auch für Furore auch in Europa gesorgt haben und bis hin dann auch zur Meisterschaft. Du hast zweifellos, das weiß jeder, der dich kennt, einen gewaltigen Ehrgeiz. Und du warst damals in einem Alter, wo du ganz sicher auch im Hinterkopf mit der Nationalmannschaft geliebäugelt hast. Trotzdem, diese schwierige Zeit beim BVB, der Beruf in die Nationalmannschaft kam nicht, muss für dich eigentlich eine schwere Zeit gewesen sein. Wie hast du das durchgehalten, vor allen Dingen beim BVB zu sagen, hier bleibe ich, das ist mein Verein, bis heute? Ja, für mich war es klar gewesen, auf jeden Fall hier weiter die Farben zu tragen, denn ich habe in den ersten Jahren direkt gespürt, dass hier was ganz Besonderes zusammenwächst, auch wenn es schwierig ist, dass das Stadion mir was ganz Besonderes zurückgibt, dass es unglaublich wichtig ist, auch mit den Fans im Rücken zu spielen und dass auch europaweit einzigartig ist. Das sagen ja auch die Zuschauerzahlen und so weiter, und dadurch war es für mich klar, dass man die Durchstrecke dann auch überstehen muss und dass danach halt eben dann auch das Happy End kommen kann, und dafür habe ich alles getan. Deswegen habe ich auch stetig immer wieder an mir weiter auch geschraubt und mich weiterentwickelt und habe niemals aufgegeben, auch selbst an den Gedanken der Nationalmannschaft. Dann kam eine Zeit, die man am liebsten streichen möchte. Ich hatte die sogar in meinem Gedächtnis gestrichen. Da warst du mal richtig schwer verletzt. Du hattest erst eine Schulterverletzung und dann hast du, glaube ich, noch einen Sehnenriss gehabt. Genau, letzten Endes war es dann so, dass ich mir die Schulter verletzt habe. Hatte dann auch da einen Bänderabriss in der Schulter, und es war sehr schwierig, weil sie auch hinterher sehr spät auch erkannt wurde. Aber letzten Endes ist die Schulter auch sehr gut wieder verheilt. Das war das Wichtigste.
Dann war es ja so, dass irgendwann auch die wichtigen Spiele am Ende der Saison anstanden, dann aber auch das Pokalfinale. Und ja, ich habe meine Chance gewittert, dann doch noch im Kasten zu stehen und habe dann alles daran gesetzt, dann auch pünktlich wieder fit zu sein. Und dann bei irgendeinem Training war es dann auch wirklich dann so bitter, dass ich dann den Ball an den Pfosten gelenkt habe. Und vom Pfosten aus ist der Ball unter meinem Körper durchgerollt und ich bin dann letzten Endes mit meinem Knie auf dem Ball gelandet. Und dadurch habe ich mir dann auch einen Bänderriss im Knie zugezogen. Und sozusagen war dann die Saison erstmal gelaufen, was natürlich mega bitter war. Aber das war auch ein Lernprozess, den ich überstehen musste und der mir auch gezeigt hat, dass es immer weiter daran hieß, mich halt eben weiterzuentwickeln, niemals aufzugeben. Und das habe ich dann stetig auch beibehalten. Wir reden von dem Pokalfinale oder haben gerade geredet von dem Pokalfinale 2008 in der Tat. Ja, da haben wir auch mal im Pokalfinale gestanden. Schon. Aber dann war das auch das Jahr, in dem ein gewisser Jürgen Klopp neuer Trainer des BVB wurde. Der hat die Mannschaft umgebaut, stark verjüngt und plötzlich gehörtest du zu den Erfahrenen, zu den alten Hasen. Kannst du dich noch erinnern an das erste Gespräch, das du mit Jürgen geführt hast? Ja, sehr gut sogar. Also mit Jürgen Klopp kam absolut die Kehrtwende von Borussia Dortmund und wir waren im Trainingslager, ich glaube in Donaustauf oder Donaueschingen. Donaueschingen, ja. Und wir sind damals gemeinsam zum Rasenplatz gelaufen und dann sagte er zu mir, also Roman, eins sage ich dir direkt im Vorfeld, du bist meine klare Nummer 1. So, und das war für mich so eine Wertschätzung, die er mir da auch entgegengebracht hat, obwohl wir uns vorher gar nicht persönlich kannten. Da konnte ich nur eins machen, wirklich ihm auch einiges oder versuchen, alles zurückzugeben, das, was er mir auch entgegengebracht hat. Und so haben wir eigentlich auch die ganzen Jahre auch zusammengearbeitet. Mit Kloppo kam die kam eigentlich die schönste Zeit, die erfolgreichste Zeit. Absolut. Beim BVB. Und was dann wirklich kam, darüber wollen wir auf unserer nächsten Station sprechen, die wir jetzt mit dem schönen Sparda-Bank-Bulli anfahren. Ich freue mich schon, wenn wir gleich weiter plaudern, wie es weiterging mit dir und dem BVB. Roman, wir sind im Hauptgetal-Theater. Ein absolutes Muss für jeden richtigen Dortmunder. Und wenn man hier durch die Räumlichkeiten sieht, sich Fotos anschaut, du bist auch nicht zum ersten Mal heute hier? Genau, ich freue mich immer hier, wenn ich hier zu Gast bin und Bruno ist auch ein Freund von mir und das Kino ist altehrenwürdig, also von daher gibt es eigentlich hier immer was zu lachen und das wollen wir alle und darauf freuen wir uns. Beste Unterhaltung habe ich auch schon oft hier erlebt. Die beste Unterhaltung, die ich beim BVB in den letzten Jahren erlebt habe, waren die beiden Meisterschaften hintereinander. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wo du mit der Schale in der Hand die hochreckst und vor Glück strahlt. Hast du noch Erinnerungen gut an die Zeit? Erzähl mal ein bisschen. Ja, es war purer Stolz in dem Moment und natürlich eine ganz große Ehre, dass ich als erstes dann auch die Schale hochrecken durfte. Der damalige Kapitän, eigentlich Sebastian Kehl, war lange Zeit verletzt und hat mir dann auch die Ehre überlassen. Und ich habe ihm dann damals schon zugerufen, also Kehli, mach dir keine Sorgen, also ich werde alles daran setzen, dass wir so schnell wie möglich nochmal Meister werden, dass du die Schale hochrecken kannst. Im nächsten Jahr war es dann soweit. Also von daher war einfach eine wundertolle, schöne Zeit und wir hatten so viel Spaß gehabt, wir waren eine Einheit, also wir waren gefühlt eigentlich unschlagbar. Du hast eben erzählt, dass Jürgen Klopp dir gleich beim ersten Gespräch ganz viel Vertrauen entgegengebracht hat, was dir gut getan hat. Und als die Meisterschaftsjahre waren, warst du tatsächlich ja einer, der die Verantwortung ganz, ganz entscheidend mit in der Hand hat. Absolut. Ich glaube einfach, dass es sehr wichtig ist für die Spieler, auch die Verantwortung zu übernehmen und auch übertragen zu bekommen. Und dementsprechend fühlt man sich dafür auch verantwortlich. Ja. Und das ist dann das, wo man auch mit ganz anderem Einsatz dann auch spielt und sich viel mehr mit der Sache auch identifiziert. Ne? Und mir hat es gut getan, mich hat es immer gefreut, auch Verantwortung zu übernehmen. Und breite Schultern habe ich ja, also von daher gab es nie ein Problem damit. Und ich habe mich darauf auf diese Zeit auch ganz toll gefreut. Aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, waren es nicht nur fußballerisch, sportlich für dich erfolgreiche Jahre. Du hast in dieser Zeit tatsächlich dann auch Lisa kennengelernt. Heute deine Frau, Mutter deines Sohnes. Ich glaube, Lisa, so wie ich es beurteilen kann, war ganz, ganz wichtig für deine persönliche Entwicklung. Ja, absolut. Also ich bin froh und auch sehr stolz darüber, dass ich damals auch in der Zeit Lisa kennengelernt habe. Sie hat mir einen ganz wunderschönen, tollen Sohn auch geschenkt, wo ich sehr stolz drauf bin. Und
Lisa kam zum richtigen Zeitpunkt. Also früher war ich wie auf dem Sportplatz bestimmt auch ein bisschen wilder unterwegs, aber in der Zeit wurde man dann auch ruhiger und gelassener und der Erfolg beim Sport hat mir hinterher auch recht gegeben und letzten Endes war es wirklich dann auch der Startschuss zu einer tollen Karriere, aber auch zum tollen Privatleben. Das hört man gerne. Du bist eine Institution inzwischen in Dortmund. Schon etwas länger als du ist eine Institution der Gastgeber dieses Hauses. Und den haben wir jetzt als Überraschungsgast für dich hier. Da ist Bruno Knust, Günner. Darf ich dazwischen? Ja, selbstverständlich. Bruno, Ja. Günner, wie immer man dich nennt, ist egal. Was fällt dir zu Roman ein? Hast du im Laufe deines kabarettistischen Lebens dich auch mit dem Thema Weidenfeller mal befasst? Einmal ganz kurz. Das muss ich sagen, das war zu Anfang der Karriere und später eigentlich nur noch positiv, weil es hieß ja bei uns immer, there's no man like Roman und das haben wir hier abends mit Beifall von der Bühne sagen können. Und er hat ja eigentlich überwiegend beim BVB doch grandiose Zeiten oder grandiose Saisons geplayt. Ne? Ja. Und, Er ist jeden Abend noch im Programm. Ich kündige immer seinen Sprachkursus an. Lothar Matthäus und ich haben bei ihm Englisch gelernt. Ja. Sehr schön. Aber Roman war ja auch immer wieder mal Gast hier bei dir. Ja, die kommen, also die Deutsch sprechen, die kommen oft hier hin. Aber es sind doch ein paar. Ja doch, freue ich mich auch, wenn die kommen. Und die haben auch alle Welpenschutz, also die sitzen dann schön versteckt oben, auch ein bisschen geschützt, dass man ein bisschen Privatsphäre auch hat. Und werden von mir auch nicht hier an Ohren durchs Volk gezogen. Ne? Was läuft zurzeit bei dir? Ich spiele jetzt noch eine Woche Günner Royal und dann werde ich mal eine ausgeprägte WM-Pause machen und überlegen, was ich dann Ende August, wenn ich wieder anfange, nach der Urlaubsdemenz, was mir noch einfällt. Ne? Ich hoffe, schöne Sachen über Borussia. Viel Zuversicht, viel Hoffnung. Roman, bei Günner Royal waren wir zur Premiere hier, erinnere ich mich. Das war ein sehr schönes Programm. Ich denke, wenn du Gäste hast und die fragen, was macht man denn? Was hast du denn zu bieten? Ja, dann auf jeden Fall ein Besuch hier ins Olpke-Theater, denn das ist halt eben auch mit das Wichtigste hier in der Stadt. Und wenn man hier reinkommt, geht man mit Bauchschmerzen vor Lachen wieder raus. Und das ist das Entscheidende, aber auch natürlich durch Günner oder Bruno halt eben. Und man freut sich eben hierher zu sein, man fühlt sich auch sofort wohl. Man merkt es ja auch heute auch schon wieder. Ist einfach eine tolle Atmosphäre und hier kannst du eigentlich nur mit einem lachenden Auge wieder rauskommen. Danke Roman, danke Bruno. Ja. Es war schön, wenn auch kurz bei dir zu sein, aber wir kommen wieder. Ja. Wir sind tatsächlich immer gerne hier und finden, dass der BVB auch hier immer eine Heimat hat. Wenn man da, also fängt man direkt mit in guten wie in schlechten Zeiten. Ne? Genau so. So soll es sein. Wir würden gerne am liebsten den ganzen Tag bei dir mit einem kühlen Pilz verbringen. Aber erstens. Mann, ich muss auch noch in den Garten. Du musst auch noch in den Garten. Bruno, Roman, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Roman, wir müssen weiter. So ist es. Auf geht's. Gute Zeit für dich. So Roman, auf dem Weg zu unserer nächsten Station wollen wir noch wieder einen Schritt weiter in deiner Karriere gehen. Es gab viele wunderschöne Höhepunkte. Einer davon war natürlich 2013 das Champions League Finale. Lass noch mal ein bisschen uns anklingen, wie das damals war, was du empfindest, wenn du heute daran denkst. Absolut fantastisch, ne? Die äußeren Umstände, das heißt das Stadion, dann 2 deutsche Mannschaften im Champions League Finale, dann gerade auch die 2 größten deutschen Mannschaften. Also es ging eigentlich gar nicht klangvoller und glamouröser. Es war wirklich einfach einzigartig und es war eigentlich alles angerichtet. Wir haben eigentlich auch einen sehr guten Tag erwischt. Leider Gottes haben wir den falschen Schiedsrichter erwischt. Und das war unser großes Manko und der hat uns dann die Freude am Spiel genommen. Und leider Gottes war es dann auch hinterher so, dass wir dann auch mit Pech verloren haben. Und ich glaube aber nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren, sondern dass wir wirklich dann hinterher durch Fehlentscheidungen auch das Spiel aus unserer Hand abgegeben haben. Also mit dem mit dem Henkelpott 2013 hat es nicht geklappt, aber ein Jahr später ist ein Traum von dir wahr geworden. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich noch dran geglaubt, dass du noch Weltmeister werden könntest? Nein, also eigentlich nicht ganz so wirklich, weil man kennt den Pokal ja eigentlich nur von Bildern und man träumt schon in der Jugendzeit davon. Und ich habe natürlich auch die WM 1990 so das erste Mal richtig wahrgenommen als kleiner Junge, als Andi Brehme dann Elfmeter reinhaut. Also es war natürlich auch schon was total Cooles im Fernsehen, das Ganze zu sehen und dann aber wirklich mit dabei zu sein. Das war dann natürlich nochmal der I-Punkt der Karriere.
Und ich durfte im Vorfeld auch mein erstes Länderspiel nochmal auch im Wembley spielen. Gewonnen gegen England auswärts. Ohne also besser Gegentor? kann es ja gar nicht sein. 1:0. Per Mertesacker köpft dann das Ding spät am Abend dann auch noch ins Netz rein. Also es hätte eigentlich gar nicht besser laufen können. Also von daher verbinde ich unheimlich viel mit der Nationalmannschaftskarriere. Bin Jogi Löw auch sehr dankbar, dass er mich auch spät nochmal dazu nominiert hat. Und wir hatten einfach eine ganz tolle Zeit und es war dann auch eine geschlossene Einheit in Brasilien. Denn wir hatten auch nur diese eine Möglichkeit, denn als Europäer in Südamerika dann zu bestehen, das ist halt eben ganz entscheidend, dass man halt eben da zusammenhält und wirklich, dass auch auf die Kleinigkeiten es drauf ankommt. Roman, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir kennen uns sehr lange und trotzdem hast du mich immer wieder zwischendurch mal überrascht. Zuletzt muss ich sagen, glaube ich, war es 2015, als du ein Jahr nachdem du Weltmeister geworden warst, dann beim BVB plötzlich nicht mehr die Nummer 1 warst. Und die Art und Weise, die Haltung, mit der du das verarbeitet hast, wie du nach außen aufgetreten bist, die hat mir sehr imponiert. Wie hast du das eigentlich selber im Inneren empfunden? Lass uns da mal ein bisschen in dich reinhorchen. Ja, es war natürlich am Anfang keine leichte Zeit. Wer mich kennt, der weiß, dass ich am liebsten im Tor drin stehe, auf dem Platz. Aber ich habe auch schon die Zeichen der Zeit erkannt, dass ein Generationswechsel anstand. Es kam ein neuer Trainer, der halt auch einen neuen Torwart präsentieren wollte. Es sollten alte Zöpfe abgeschnitten werden von der Borussia. Und letzten Endes habe ich dann auch schon eingesehen, dass er auch schon im sehr guten Alter war. Und dann war halt die Frage, ob ich dann wirklich auch mein Ego ein Stück weit zurückstelle und mich dann auch im Dienst der Mannschaft stelle und dann einfach auch wirklich dann auf die Bank gehe. Oder ob ich dann unbedingt auch nochmal dann irgendwas anderes mir eine Herausforderung suchen möchte. Und nachdem ich kurz Zeit nachgedacht habe, war für mich ganz klar, dass ich hier bleiben möchte. Dortmund ist zu meiner Heimat geworden. Wir haben hier ein Haus gebaut. Wir fühlen hier uns unheimlich wohl. Mein Sohn ist mittlerweile hier geboren und da gab es keinerlei Grund, auch selbst aus der sportlichen Sicht die Stadt zu verlassen. Und aus der heutigen Sicht muss ich ehrlich sagen, habe ich da alles richtig gemacht. Ich bin froh und auch stolz, dass ich diesen Schritt auch mitgemacht habe. Und selbst auch, wenn es auch teilweise mal schwere Momente gab, mit dem Abschied jetzt auch gerade letzte Woche, was mir die Fans entgegengebracht haben, spüre ich das, dass ich da auch die richtige Entscheidung für mich getroffen habe. Du hast den Sohn schon erwähnt, eine ganz entscheidende Veränderung nochmal in deinem Leben. Erst Lisa, dann Lisa und Leo. Leonhard, genau. Leo, wie sagst du Leo? Ich nenne ihn mal Leo, weil er noch klein ist, ja. Aber er hat auch die Möglichkeit, auch später mal Leonhard genannt zu werden, wenn er mal vielleicht irgendwie eine größere Position im Job einnimmt. Deswegen haben wir auch den Namen gewählt. Nein, wir sehen es eigentlich sehr gelassen und wir freuen uns einfach, dass der Kleine putzmunter ist und total gesund und der wächst prima auf. Er hat einen tollen Schritt jetzt auch in der Kita gemacht man lernt unheimlich dazu. Man trägt natürlich auch nochmal eine größere Verantwortung. Man freut sich unheimlich auf zu Hause. Man nutzt die Stunden dann auch wirklich, um mit ihm dann auch Dinge noch gemeinsam zu erleben, unheimlich viel zu spielen. Mittlerweile ist es wirklich so, dass der Kleine, ohne dass ich ihn die ganze Zeit dazu nerve, gegen jeden Ball kickt, der dann nur irgendwo rumliegt. In den Stadionkatakomben am Samstag hat er sogar die Dosen rumgekickt dann unterhalb und das Ganze auch schon später am Abend. Also das macht einen als Vater nur stolz und daran sieht man auch, dass es eigentlich genau die richtige Entscheidung war. Ja, Roman, und dann kam der Zeitpunkt, an dem wir auch jetzt stehen, den man doch gar nicht so richtig glauben kann. Dann reifte irgendwann die Entscheidung, der ewige Roman beendet seine aktive Karriere. Wann ist das in dir entstanden? Wann hast du den Entschluss tatsächlich gefasst, zu sagen, 2018 am Ende der Saison mache ich Schluss? Gut, wir hatten bei der Vertragsverlängerung schon mal darüber gesprochen gehabt, dass wir jetzt mal schauen, wie es dann auch ein Jahr später dann so ist. Aber für mich war es dann schon auch bewusst so nach Weihnachten, dass ich dann schon für mich auch dann die Entscheidung getroffen habe, dass es besser ist, dass man dann auch mal irgendwann einen Cut macht. Auch wenn es einem schwerfällt, gerade so an einem heutigen Tag, wo das Wetter toll ist, der Rasen ist ganz kurz geschnitten. Heute Nachmittag liegt ja auch nochmal so ein kleines 4-gegen-4 Turnier an. Das sind natürlich die tollsten Momente, ne? Außerhalb, wenn jetzt mal gerade ein großes Spiel stattfindet. Aber man muss irgendwann auch den Weg freimachen für eine neue Generation, für einen jungen Torwart. Und ich freue mich, dass ich nicht ganz aufhöre bei Borussia. Das ist der nächste Schritt. Deswegen fällt mir eigentlich auch mein Karriereende, das aktive Karriereende auch ein Stück weit leichter. Denn ich weiß immer noch, dass ich weiterhin auch ein Stück von Borussia Dortmund auch erhalten bleibe. Und darauf bin ich auch stolz.
Du hast es schon anklingen lassen, es gibt ja tatsächlich auch für dich ein Leben neben dem Fußball, nach dem Fußball. Und was noch kommt, was man voraussehen kann, darüber wollen wir uns bei unserer letzten Station unterhalten. Und da fahren wir jetzt hin. Cool, da freue ich mich drauf. Roman, unschwer zu erkennen, wir sind am Phoenixsee in Dortmund, inzwischen ja, ein richtiges Kleinod, ein Wohngebiet allererster Güte. Und das hast du relativ schnell auch erkannt und hast gesagt, hier lasse ich mich nieder mit meiner Familie. Richtig, absolut korrekt. Jürgen Kohler hat mich damals darauf angesprochen und der sagte, hier entsteht halt eben ein See. Ich konnte es zwar damals gar nicht glauben, denn ich habe damals nur irgendwie eine Staubwüste gesehen mit unheimlich viele Raupen und Baggern und alles drum und dran. Aber von Jahr zu Jahr ist hier immer mehr entstanden und ich dachte, das wäre doch eine Möglichkeit, eigentlich sich hier niederzulassen und habe dann frühzeitig auch schon die Chance erkannt und habe mir hier ein Grundstück gesichert und letzten Endes leben wir hier seit 5 Jahren auch und fühlen uns unheimlich wohl. Wenn du sagst, ich bin ein Dortmunder, dann nehme ich dir das ab und dann nehmen dir das alle ab. Ich glaube, das ist auch wirklich so. Das ist nicht nur so ein Spruch, weil du halt hier gerade mal Fußball gespielt hast. Ja, das ist wirklich so. Wir fühlen uns hier sehr, sehr heimisch und das Tolle hier ist ja, man kann ja hier auch einiges auch ohne Auto auch absolvieren. Das heißt, also wir sind hier viel mit dem Fahrrad unterwegs, mit unserem Hund und klar mit dem Kind. Also es ist schon sehr große Erholung auch mit dabei und ja, man kriegt eigentlich den Trubel aus der Stadt gar nicht mit. Und das ist eigentlich das, was wir mögen. Nach 16 Jahren Schluss mit der aktiven Karriere. Du wirkst entspannt, du wirkst relaxed mit dir und der Welt im Reinen. Gibt es auch ein bisschen Wehmut irgendwo noch? Ja, klar. Also das Stadion werde ich schon vermissen. Die Zuschauer, die Fans, die Gesänge, die einen ja viele Jahre auch geprägt haben. Das sind so die Dinge, die mir als erstes in den Kopf reinkommen. Aber da kann man sich auch immer wieder auch an die tollen Momente erinnern und zum Glück gibt es ja auch heutzutage auch die ganzen Videos, dass wenn man wirklich mal irgendwo die Wehmut verspürt, dann schaut man sich einfach mal das eine oder andere Video an und dann weiß man auch, dass man auch eine ganz tolle Zeit miterlebt hat. Roman, wir sind fast am Ende. Abschließend müssen wir noch unsere Zuschauerfrage stellen, die auf der Facebook-Seite der Sparda Bank eingegangen ist und ich finde die eigentlich sehr originell. Brian hat gefragt: Erinnerst du dich an die kuriosesten oder den witzigsten Moment in deiner Karriere, die du mit Mitspielern erlebt hast? Oh, da muss ich mal scharf gerade nachdenken. Also, was mir so in dem Stegreif, gerade mal so aus dem Stegreif einfällt, ist, wir hatten mal eine ganz lustige Szene in Fürth, damals, als wir dann im Halbfinale da das Finale klar gemacht haben. Im Pokal? Im Pokal. Und da war es so, dass wir İlkay Gündogan vergessen haben. Und dass irgendwann während der Busfahrt, als wir schon gefühlte 5 Kilometer vom Stadion entfernt waren, wurde auf einmal Shinji Kagawa ganz hippelig und hat mit Händen und Füßen versucht, sich auch zu artikulieren. Und wir wussten gar nicht, was der wollte. Und dann haben wir auf einmal bemerkt, dass Illy fehlt im Bus. Und wir wussten gar nicht, wo der steckte. In dem Moment rief er auch schon auf dem Handy an, wo wir doch seien. Und wir waren halt eben schon ein ganzes Stück weg und wir dachten, er sitzt im Bus. Vermutlich stand er noch im Fanblock, hat sich feiern lassen, keine Ahnung, für das glorreiche Tor, was uns dann wirklich auch das Finale dann auch geschenkt hat. Und das war halt eben mega witzig. Der ganze Bus hat sich kaputt gelacht und Illy war natürlich auch froh, dass er dann mit uns im Bus auch nach Hause fahren konnte und dann nicht auch die Heimreise an einem Zug stattfinden sollte dann. Ne? Roman, ich habe zu danken. Ich habe zu Beginn eigentlich unserer heutigen Fahrt gesagt, als du kamst, da war einer, der kam mit fliegenden Fahnen, der wollte die Welt einreißen, der beim BVB hier auch mal einen lockeren Spruch losließ. Das war damals, fand ich das sehr sympathisch. Wir haben das eine oder andere mussten wir dann auch schon mal ein bisschen glätten. Ja. Heute, 16 Jahre später, habe ich das Gefühl, Dortmund, Borussia haben dir gut getan. Du bist ein gestandener Familienvater, du bist einer, der positiv ins Leben guckt. Es geht ja auch noch ein bisschen weiter beim BVB, dürfen wir schon verraten. Genau, als Markenbotschafter von Borussia, wo ich mich unheimlich drauf freue. Werde weiterhin viel unterwegs sein für den Verein, bin weiterhin noch ein Stück weit irgendwo auch ein Baustein des Vereins. Das ist das, was mir auch wichtig war. Und denn ganz sogar mit dem Fußball abschließen wollte ich ja auch nicht.
Der Fußball hat mir mein Leben lang immer alles bedeutet und gerade hier die 16 Jahre auch in Dortmund, die waren für mich sehr prägend. Und auch da nochmal mein großes Dank an den Verein, aber auch an die Zuschauer, an die Fans, die mich da auch immer mitgetragen haben, auch in schlechten Zeiten. In den guten Zeiten war es immer einfach, da haben wir alle gemeinsam gefeiert, gerade am Borsigplatz, die ganzen Momente, die werde ich auch nie vergessen. Aber auch in den schlechten Zeiten, als wir dann mal rausgeflogen sind gegen Brügge und so Mannschaften, wo man sich heute eigentlich kaum noch daran erinnern kann. Da wir gerade beim Danken sind, ich sage dir danke für diese wirklich ganz, ganz feine Fahrt mit schönen Stationen. Hat riesen Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und ich werde deine kommende Karriere weiter beobachten. Roman, vielen Dank. Danke, Josef. Alles Herzlichen Gute dir. Dank. Und ein ganz herzliches Dankeschön geht natürlich auch noch an die Sparda Bank West, die auch heute wieder unsere Sendung möglich gemacht hat. Es war Sparda Bank Wetter. Alles Gute und tschüss.